Das Stadion brennt, die Leute freuen sich und es war dann, glaube ich, so auch eine Gefühlsexplosion für mich selber. Richtig geil. Ich glaube, als wir zum Aufwärmen raus sind, war schon diese aggressive Stimmung. Die Fans waren da, die Hymne war da. Ja, und die geben dir natürlich einen Push. Die gelbe Wand war wirklich in Gelb komplett. Das sah natürlich auch sehr gut aus. Haben viel davor schon mitbekommen, auf dem Handy Videos geschickt bekommen vom Fanmarsch. Ja, war eine geile Atmosphäre. Das Spiel hat es dann auch, glaube ich, hergegeben. Ein schönes Tor gemacht. Die Leute haben sich gefreut, ins Stadion zu kommen. Und ja, wir haben sie zum Glück nicht enttäuscht. Ich glaube, nervöser Beginn von beiden so, hat so ein bisschen hingeplätschert das Spiel und dann, ja, finde ich, Ende der ersten Halbzeit die Kontrolle über das Spiel übernommen, haben dann ein sehr schönes Tor geschossen, konnten sogar vor der Halbzeit haben nochmal die Chance durch Sabi. Ja, und nach der Halbzeit war das dann ein Spiel, glaube ich, auf beiden Toren. Wir haben dann auch Glück gehabt, dass die beiden Pfostenschüsse nicht reingehen, dass Craig einen sehr, sehr gut wegnimmt. Aber ja, wie gesagt, das brauchst du. Leider nur 1:0 gewonnen. Wir hätten natürlich besseres Ergebnis gewollt, aber ich glaube, Champions League Halbfinale Borussia Dortmund zu Hause gewonnen, ist schon mal eine Ansage. Beschreib uns mal bitte diese 36. Minute. Ja, ich habe das in letzter Zeit viel geübt, dass ich eine Abkappbewegung mache und dann einen langen Ball über die Kette spiele. Hat jetzt schon 2-3 Mal gut funktioniert, mit Sabi einmal. Habe gegen Atletico im Rückspiel schon einer Fülle gespielt. Ja, mein Ball ist in Ordnung und was Fülle draus macht, ist schon sehr, sehr gut. Ich glaube, der Kontakt ist richtig gut. Der Abschluss ist auch gut dann. Und ja, dann gehst du natürlich 1:0 in Führung, das Stadion brennt, die Leute freuen sich und das war dann, glaube ich, so auch eine Gefühlsexplosion für mich selber. Ja, Schlotti hat eine super Aktion gegen Mbappé, schickt ihn so ein bisschen ins Leere und in dem Moment erkenne ich, dass Schlotti eigentlich nur noch nach vorne kann und dass Schlotti die Bälle spielen kann, das wissen wir ja. Und dann spielt er mir den perfekt, dass er den auch nicht englisch spielt, sondern als Kurve. Und ja, von da an kann ich es nicht beschreiben, weil ich es nicht gesehen habe. Aber super Aktion von Schlotti. Freut mich immer, wenn ich Lob von Mitspielern bekomme. Ich glaube, das ist das größte Lob, was man bekommen kann. Ja, hat in dem Moment gut funktioniert, war ich natürlich auch heilfroh drüber. Fülle hat das natürlich dann so gut gemacht, dass ich dann auch ein bisschen Lob bekomme. Ja, aber wie gesagt, im Endeffekt ist es nur ein 1:0 und es ist nur das erste Spiel und wir haben glaube ich, noch 4 vor im Rückspiel. Du hast es eben schon erwähnt, du hast schon mal fast genauso eine Vorlage gemacht für Marcel Sabitzer im Spiel gegen Gladbach. Ist das so die neue Strategie der Vorlagengeber Schlotti? Ja gut, ich habe glaube mit meinem linken Fuß so einen sehr langen Schlag, was meine früheren Trainer mal gesagt haben. Ja, ich spiele gerne Bälle hinter die Kette, ich spiele auch gerne Risikobälle, das ist mein Spiel. Ich probiere natürlich wenig Fehler zu machen, aber ich glaube, Fehler gehören dazu. Die Bälle hinter der Kette, die sind relativ leicht, weil wenn der Ball weggeht, dann ist er weg. Die sind nicht so gefährlich wie diese kurzen Bälle hinten raus. Deswegen spiele ich sie natürlich häufiger als die kurzen Bälle. Haben jetzt in den letzten 3-4 Wochen oft funktioniert. Habe gute Laufwege von den Mitspielern bekommen und dann machen die mir es, glaube ich, leicht, wenn ich dann solche Bälle spielen kann. Karim Adeyemi hat dich in seiner Insta-Story erwähnt. Ja. Mit 4 Ausrufezeichen. Ja. Was hat es damit auf sich? Ja, ich glaube, dass er mir ein Lob geben wollte, vielleicht für die Vorlage oder für das Spiel. Das freut mich natürlich. Ich habe mit Karim ein sehr gutes Verhältnis. Auch mit seinem Freund Ben und so. Wir tauschen uns da immer aus. Deswegen glaube ich, dass Karim auch gestern vor allem ein hervorragendes Spiel gemacht hat. Auch was er defensiv abgearbeitet hat. Deswegen glaube ich, können wir da alle ganz stolz sein und freut mich natürlich, dass Karim mich markiert hat in der Story. Er hat ein bisschen mehr Follower als ich. Ne? Aber du hast deinen Followern auch was geboten. Also nach dem Halbfinaleanzug hast du bei Instagram einen schönen Post veröffentlicht. Dieser Club, pure Liebe, hast du geschrieben. Nach dem Spiel Mittwoch gegen PSG hast du geschrieben, volle Konzentration auf nächste Woche. Wir brauchen euch alle. Eine klare Botschaft an die Fans? Ja, klare Botschaft. Ich glaube, dass sie mit der Champions League-Saison was Geiles erleben. Ich glaube, dass wir in der Bundesliga nicht so gut performt haben, aber wir hatten jetzt schon ein paar Highlight-Spiele in der Champions League. Ob das in der Gruppenphase war, ob das auch, ich glaube, im Viertelfinale gegen Atletico war, das war schon was Besonderes, habe ich dann auch so als Fußballer noch nicht erlebt.
Und ich glaube, dass wenn nächste Woche unsere Auswärtsfans nach Paris kommen und da Stimmung machen, dass das jetzt auch kein Auswärtsspiel wird. Für mich ist es immer noch ein 50-50-Spiel, weil du natürlich Paris zu Hause hast. Sie haben brutale individuelle Qualität, sie haben vorne mit Dembélé, Mbappé und so, das sind schon 1-gegen-1 Spieler. Da musst du schon 90 Minuten lang echt auf der Hut sein. Ich glaube, dass wir auch so ins Spiel gehen müssen, als ob es 0-0 steht und nicht irgendwas von der ersten Minute an verteidigen müssen, weil sonst schaffst du es nicht über die vollen 90 Minuten. Konzentriert arbeiten, wie gesagt, ausruhen, gute Spiele am Wochenende machen und dann glaube ich, dass du eine gute Chance hast, in Paris weiterzukommen. Wie gelingt jetzt dieser mentale Switch von Champions League Halbfinale zu Bundesliga gegen Augsburg? Natürlich ist jetzt viel noch im Kopf, wo es um die Champions League geht, aber was schon mal gut ist, ist, dass wir uns selber so ein bisschen belohnt haben, dadurch, dass wir gestern gewonnen haben, dass wir schon den Champions League Platz sicher haben. Aber natürlich, es ist Bundesliga, wir wollen auch jedes Spiel gewinnen. Ich glaube, es ist trotz all dem nicht unser Anspruch, Fünfter zu werden. Und wir haben noch Minimalchancen, nach oben zu klettern. Jetzt kommt Augsburg, ich glaube, sie sind in der Rückrunde gut in Form, haben gute Spieler vorne. Ich habe, wie gesagt, mit Demi auch schon zusammengespielt, haben einen sehr guten Stürmer. Es heißt seriös arbeiten, gutes Abschlusstraining morgen machen. Und dann glaube ich, dass wir Augsburg schlagen am Samstag. Sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga hast du nur ein einziges Spiel jeweils verpasst. Also viel mehr Vertrauen vom Trainer kann man nicht spüren, oder? Ja, ich habe sehr viel Vertrauen bekommen. Ich glaube, das erste Spiel war gegen Köln am ersten Spieltag. Ich war ja auch ein bisschen verletzt in der Vorbereitung. Und einmal war ich gesperrt gegen PSW. Der Trainer stellt mich sehr, sehr oft auf, auch immer von Beginn an. Ich glaube, ich habe auch fast alle Spiele von Beginn an gemacht. Das freut mich natürlich. Das zeigt natürlich auch, dass ich eine Weiterentwicklung hatte, seit ich beim BVB bin, weil ich glaube, hier kann was entstehen mit der Mannschaft. Du hast sehr viel Potenzial in der Mannschaft. Und ich probiere natürlich den nächsten Step out zu machen. Ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen, viel von Mats zu lernen, der neben mir spielt, oder von Niki. Und irgendwann so ein bisschen meinen eigenen Weg dann gehe. Und wie gesagt, ich glaube, mit dem BVB, mit der Mannschaft, ist noch vieles zu erreichen und das probiere ich jetzt über die nächsten Jahre hier zu machen. Ja, ich bin mit meiner fast kompletten Rückrunde sehr zufrieden. Ich hatte viele gute Spiele, wie gesagt, dann kommen so ein i-Tüpfelchen wie so ein paar Assists oder so drauf. Hatte natürlich meinen Fehlschuss gegen Stuttgart, hätte ich gern reingemacht, aber ja, ich glaube, dass wir relativ stabiler geworden sind, vor allem in der Defensive. Natürlich können wir noch viel besser Fußball spielen, natürlich können wir mehr Tore machen, natürlich können wir auch mehr Spiele gewinnen in der Bundesliga. Aber das Wichtige ist, glaube ich, dass wir jetzt hinten diese Kompaktheit haben, die wir die ganze Zeit schon wollen. Die hatten wir letztes Jahr in der Rückrunde mehr, die hatten wir jetzt dieses Jahr in der Rückrunde mehr. Und ich hoffe, dass diese Schritte immer weitergehen und nächstes Jahr dann zum Beispiel in der Bundesliga dann keine Ausreden mehr gibt, wieso man Spiele verliert, sondern den Angriff dann nächstes Jahr auch wagt auf die vorderen Plätze. Und dann glaube ich, wie gesagt, ist viel zu erreichen mit der Mannschaft. Ist eigentlich eine gelungene Grätsche als Abwehrspieler fast genauso schön wie ein Tor zu schießen? Ich finde es teilweise noch schöner, vor allem bei hier Heimspielen, weil ich glaube, hier wird es nochmal mehr gewürdigt als in anderen Stadien. Das ist natürlich sehr, sehr schön, wenn ich gestern überlege, Mats seine Grätsche gegen Mbappé, die nimmt zum Stadion mit und das bleibt auch oft in Erinnerung bei Leuten. Deswegen freue ich mich auch immer, wenn ich zum Beispiel eine gute Grätsche habe und die Leute freuen sich. Schlotti, bleibe stumm, bis du einen besseren Champions League Torhüter von früher oder heute hörst als Gregor Kobel. Timon Wellenreuter, Jan Oblak, Frederik Rönno, Hans-Jörg Butt, André Onana, Loris Karius, Joe Hart, Alisson Becker, Nick Pope, Mike Magnon, Jan Sommer, Iker Casillas, André Lunin, Peter Schmeichel, Edwin van der Sar. Bei Casillas war ich kurz am Überlegen. Ich finde Craig auf der Linie, muss sich vor niemandem verstecken. Wird vielleicht entscheiden zwischen Casillas und Craig. Wird dann Casillas. Das ist auch eine brutal schwere Entscheidung. Ja, wird dann Casillas nehmen aufgrund Erfolge. Real Madrid jahrelang Stammtorhüter. Da hat Craig noch einen kleinen Step, aber der Craig wird seinen Weg gehen und ich glaube, dass er auch mal so eine Karriere wie der Casillas hinlegen kann. Gut, Nummer 2. Bleibe stumm, bis du einen besseren Champions League Innenverteidiger von früher oder heute hörst als Nico Schlotterbeck. Fabian Scher, Nicolas Otamendi, Marquinhos. Marquinhos ganz klar vor mir. Ja? Bin großer Fan von ihm. Ich hoffe, dass ich auch irgendwann mal sein Trikot kriege. Ich glaube,
jahrelang bei Paris, super Leistung gebracht, mittlerweile Kapitän. Große Karriere, Chapeau, wie er das jedes Jahr hinkriegt in Paris, weil ich glaube, es ist nicht leicht, wenn manche Spieler nicht verteidigen. Deswegen super Spieler, großer Fan von ihm. Gut, letzte Kategorie. Bleibe stumm, bis du einen besseren Champions League-Stürmer von früher oder heute hörst als Kylian Mbappé. Andriy Shevchenko, Markus Thuram, Victor Osimhen, Didier Drogba, Darwin Núñez, Wayne Rooney, Harry Kane, Filippo Inzaghi, Fernando Torres, Thierry Henry, Samuel Eto'o, Karim Benzema. Karim Benzema sehe ich tatsächlich nach vorne. Ja. Bin auch unsicher bei Thierry Henry, weil er glaubt, große Karriere, aber Karim Benzema sehe ich nach vorne. Aufgrund auch Erfolge, Karriere, Tore. Ja. Ich glaube, da hat Mbappé noch was vor sich, aber ich glaube, in den nächsten 10 Jahren wird es der beste Spieler der Welt sein. Hatte auch gestern ein paar Probleme mit ihm, weil ich glaube, er hat Bewegung drauf, die kein anderer hat. Deswegen ja, würde ich jetzt noch sagen, ne, dass er vorne ist. Aber ich glaube, in ein paar Jahren kann Mbappé niemand das Wasser reichen, so gut wie er ist.